Hello. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are in the world. This is my wonderful friend and host, translator for the class, Talk to Entities beginning class, Simone. So, das ist mein Freund, Simone, Freundin, Host, Übersetzer für Deutsch und ja, hallo. Und wir sind jetzt hier now I'm talking German. Okay, English, German. Or other. German, English. I also could talk German. And She can translate me to English. Okay, this is English. complicated for me because we're at the Maestro class in Croatia right now. This is the morning of day 5 and it's been an incredibly undefined class. Und wir sind hier am Morgen von Tag 5 vom Maestro-Kurs hier in Opatija in Kroatien. Und es ist ein ein unglaublicher Kurs und wir sind alle schon ein bisschen frittiert, so my brain's already like scrambled. Ja, ganz undefiniert. Total undefined already. Oh, and we've got a couple of birds down here, which are very fun. So, entities undefined and undiscovered. Entitäten undefiniert und unentdeckt. What does that mean? Was bedeutet das? Essentially, the more I use the Talk to the Entities tools and discover about entities, Je mehr ich die Entity-Werkzeuge verwende und darüber entdecke, über die Entitäten, the more I recognize how undefined everything is. desto mehr entdecke ich wirklich, wie viel alles tatsächlich undefiniert ist. Even in our lives, like everything to do with money and relationships and all of this reality type of things. So, und auch in unserem Leben, ne? All die Dinge über Geld, über Beziehungen, ne? Alles, was man da im Leben so hat. And how we can actually create with energy. Und wie wir tatsächlich mit Energie kreieren können. And entities, it's interesting dealing with entities because they're undefined to a degree where you have to be more undefined yourself. So, und das mit den Entitäten ist spannend, weil um mit denen zu kommunizieren, musst du zum gewissen Grad bereit sein, in dieses Undefinierte zu gehen, damit du da kommunizieren kannst, ja? And you have to be willing to know and you have to be willing to ask questions. Du musst bereit und gewillt sein, zu wissen und Fragen zu stellen. Like, how many conclusions can you have with entities? Zum Beispiel, wie viele Schlussfolgerungen kann ich eigentlich haben mit Entitäten? Which is not a question, was nicht wirklich eine Frage ist. You can, but it's more obvious that it doesn't work because then you just end up being confused and weird and like, oh, I don't know anything. Ja, und das kannst du schon machen, aber das wird dich halt nicht weit bringen. Dann kommst du eher zu dem, oh, ich weiß nicht, ich weiß hier gar nichts und es wird halt nicht so funktionieren, ja? Yeah, so knowing what you know is one of the key elements of talking to entities. So, wissen, was du weißt, ist einer der Schlüsselelemente beim Talk to the Entities. So it's a knowing class, essentially. Es ist hauptsächlich ein Wissenskurs, kann man sagen, ja? And the more you're willing to know what you know with entities and your awareness there, the more that seeps into every part of your life. Und je mehr du gewillt bist zu wissen, was du weißt, auch in dem Bereich mit Entitäten, desto mehr infiltriert es wirklich alle Bereiche deines Lebens, ja? So I wonder what you could discover if you choose to communicate with entities more. Ich wundere mich, was du entdecken kannst, wenn du wählen würdest, mehr mit den Entitäten zu kommunizieren. I have another thing you just said, like in the beginning, like that invitation to be more undefined, like with money, with relationships. Like we are so used to go to the definitions others hand over, and you try to make that work for you, which oftentimes does not work. And then, oh wait, what if my world is also undefined, as you know? And I love that I was just that feeling like, oh wow, yeah, my world is total undefined. And if I allow to go there, what's true for me, yeah, things can become too easy. So ich fand spannend, wie du das gesagt hast. So ja, die Welt der Entitäten ist undefiniert und in dieser Realität lernst du, dass du alles definieren musst, aus den Schlussfolgerungen, aus den Bewertungen funktionieren. Aber was, wenn das für dich auch nicht funktioniert? Was, wenn du viel mehr diese undefinierte Energie bist, der Energie folgst und da viel mehr Leichtigkeit hast? Und wenn du das beginnst anzuerkennen, ja, wird es dann vielleicht wirklich viel, viel leichter. Wie oft versuchen wir einem Pfad zu folgen, der nicht unserer ist, ja? Yeah, well said. Ja. It's much easier to conclude with money, like Es you ist said. so viel leichter zu Schlussfolgern, wenn es ums Geld geht. No one does that, no? No, das macht doch no, keiner. never, Mit never. Geld Schlussfolgerungen haben. Can you give an example? What does it mean to have conclusions with money? Kannst du ein Beispiel machen, was es heißt, Schlussfolgerungen mit Geld zu haben? Well, just like all the stuff that we've learned from our parents, basically. This is how you make money. Hard work, lots of effort, and then you can have a certain amount of money. So, das ist hauptsächlich, was wir von unseren Eltern gelernt haben. Ne? So muss man das machen, du musst hart arbeiten, musst viel arbeiten und dann kannst du viel Geld haben und das heißt so und so. Ja?
Oder dann kannst du ein bisschen Geld haben. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen Geld haben. Nie das, was du wirklich möchtest, dann ist das, was Ja. das richtige Geld. And it can't be easy. Das kann nicht leicht sein. They're all conclusions. Das sind alles Schlussfolgerungen zum And money Beispiel. can only show up in certain ways Und Geld kann nur auf eine bestimmte Art und Weise auftauchen. and from certain people. Und von bestimmten Leuten nur. And they're just like some of the really obvious Und conclusions. das sind die offensichtlichen Schlussfolgerungen. There's another one, I cannot afford this, is also one. That is a very common Und da conclusion. gibt es noch eine, ich kann mir das nicht leisten. Das ist auch so eine Schlussfolgerung, die man mit Geld hat. Ja. Exactly. So, entities are a gift, like your willingness to perceive, know, be and receive with entities is a gift. So, die Entitäten sind ein Geschenk. Und deine Bereitschaft wahrzunehmen, zu wissen, zu sein, zu empfangen, ist auch ein Geschenk. So, what choices are available there? So, welche Wahlen sind hier wirklich verfügbar? And what would you like to ask for and what would you be willing to receive? Und wonach möchtest du fragen und was wärst du bereit zu empfangen? And you know what? Sometimes having that intensities in the body, which is also a conclusion, how often is it entities trying to get your attention? Like if you ask for something and they're just like, I'm here! Like, Totally. hello! Totally. Yeah, Hello! And you're like, I have that pain, how can I get rid of it? Like, oh, yeah. you Oh, don't... my back. Oh, Yeah. my this, my that. So wie oft ist es auch, da fragst du nach was und die Entitäten, ja, hier, ich bin da. Und du ignorierst es und sie so, hallo, ich bin da, ich möchte dir beitragen, du hast mich gefragt, ich bin hier. Und du, oh, ich habe so Schmerzen, wie werde ich sie los? Anstatt, Moment mal, wonach habe ich gefragt, das anders aussieht, ja? Yeah. And it's always entity awareness. Es ist immer ein Entitäten-Gewahrsein, ja? It's never entity problems. Es ist nie ein Entitätenproblem. That Entities- depends, like what conclusion you put on it, you know? Exactly. Es kommt darauf an, welche Schlussfolgerung du drauf drückst. But how you then deal with it is to see it as an awareness rather than a problem and something that you have to fix. So wie du damit umgehen kannst, ist einfach es als Gewahrsein zu sehen, anstatt als Problem. Und dann einfach zu fragen, wie du jetzt damit umgehen kannst, was damit möglich ist, ja? Yeah. Awesome. So, Yeah. thank you. Thank you so much, that was awesome. And thank you Danke guys for being here, watching this, Sharing asking this. for more. And yeah, please do share it. So, Talk to Entities beginning class online starting on the 19th of November. Es gibt einen Entities Beginnerkurs, das beginnt am 19. November, So, 2.5 days, 2,5 Tage, also translated to German by lovely auch Simone. auf Deutsch übersetzt von mir. Yeah, and what else is possible? Und was ist dann noch alles möglich? Bye. Ciao, thank you. Danke.